Moin Moin, Lars vom Lederzentrum. Heute haben wir dieses Kissen hier reingekriegt. Wir sollten eigentlich nur die Farbe anfertigen, aber das ist der optimale oder das optimale Beispiel für Farbe neutral. Und zwar, wie man hier schön sieht, viele kleine Haarrisse, viele kleine Brüche. Also Flüssigleder wäre nicht das Richtige und auch nicht Leather and Plastic Paste und auch nicht Filler oder irgendein anderes Profi-Produkt. Nein, Lederfarbe neutral. Das ist quasi Farbe ohne Farbe, also nur das Bindemittel. Warum macht man das? Weil die sich besser verbindet, weil die besser in die kleinen Risse reinläuft und weil die eben besser flexibel bleibt. Aber natürlich muss man vorher die Geschichte reinigen, deshalb reinige ich das jetzt einmal. Ich nehme hier Lederreiniger mild, weil es jetzt nicht außergewöhnlich dreckig ist. Und, aber trotzdem eine Bürste, damit ich auch in die Tiefe der Poren reinkomme, und werde das einmal ganz flächig reinigen. Also ich mache jetzt bis zur Hälfte hier, also bis zu der Mittelnaht einmal die Geschichte und nachher dann ohne Kamera machen wir das für den Kunden. Komplett fertig. Wenn die Originalfarbe mitkommt, so wie hier, also das ist nicht nur Dreck, sondern das scheint auch ein bisschen Originalfarbe zu sein, kann das verschiedene Gründe haben. Ein Grund ist, dass vielleicht der Klarlack, der da drauf ist, schon ein bisschen in den Dutten ist. Also der ist einfach nicht mehr so da, wie er vorher war. Das würde natürlich auch erklären, warum das hier in der Oberfläche eben so brüchig geworden ist und viele kleine Haarrisse hat. Warum Farbe neutral überhaupt notwendig ist. Kann aber auch sein, dass es schon mal überarbeitet wurde. Gerade Rot ist ein Farbton, der gerne abfärbt. Da ist Borims Mülleimer, den seht ihr nicht auf dem Bild, aber ich habe es nicht ins Gebüsch geschmissen, sondern den Mülleimer getroffen. Hier sieht man also einmal sauber. Nächster Schritt ist Schleifen. Und zwar einmal die gesamte Fläche glatt schleifen, alles was rau ist. Einmal schön runterschleifen. Zusehen, dass man das ein bisschen glatt gezogen bekommt. Das mache ich hier mit meiner linken Hand und mit der rechten Hand schleife ich eben drüber. Noch mit der Hand drüber gehen, ob es wirklich glatt ist. Wenn sich das alles gut anfühlt, dann entstauben und entfetten. Das machen wir mit Lederreinigungsbenzin. Man kann auch Lösemittelreiniger nehmen. Da hat man noch ein bisschen den Vorteil, dass man den alten Topcoat löst. Aber wir nehmen Lederreinigungsbenzin, weil das ist normal in unserem Shop erhältlich. Lösemittelreiniger nicht unbedingt. Also Lederreinigungsbenzin entfetten und entstauben. Wenn man den Staub nicht runterholt, also da nicht gewissenhaft arbeitet, dann hat man nachher eine raue Oberfläche und dann macht man sich doppelt und dreifach Arbeit. Dann muss man wieder schleifen, dann holt man die Farbe wieder runter, die man gerade drauf gemacht hat, also das Fresh und. Deshalb ist das wirklich ein wichtiger Schritt. Einmal hat man eine saubere, fettfreie Oberfläche und aber eben auch eine staubfreie. Borims Mülleimer wieder. So, Farbe neutral. Auf den Schwamm und dann mit dem Schwamm direkt auf die Fläche. Bei so einer flachen Fläche machen wir manchmal auch direkt drauf, dass wir einfach da mehr Material bekommen. Und natürlich kann man das auch mit Farbe, oder mit Lederfresh direkt auffüllen. Man kann einfach mehrere Schichten Lederfresh drauf machen. Das Problem ist nur, dass die Flexibilität und die Viskosität eine andere ist als farbeneutral beim Fresh und man einfach das Produkt nicht so gut sich verbindet
im Vergleich und nicht so gut in so kleine Haarrisse reinläuft. Also es geht immer um diese kleinen Haarrisse in erster Linie, die halt zu klein sind und zu viel für Flüssigleder, aber zu viel und zu groß, als dass man sie nur mit Fresh wegmachen könnte. Also kleinere Abschürfungen, kleinere Haarrisse machen wir ja mit dem Fresh und machen einfach einen Zwischenschliff und füllen nochmal auf. Aber hier ist einfach schon zu viel für Fresh und zu wenig für Flüssigleder. Das ist dann der Punkt, dass wir sagen, wir machen hier Farbe neutral drauf. So, das lassen wir trocknen, beziehungsweise ich werde es trocken füllen. Schöner ist eigentlich, wenn man es trocknen lässt, aber wir wollen das Video gerne fertig machen, deshalb ich werde es jetzt trocken füllen. Man kann, wie gesagt, es auch trocknen lassen und dann muss es wieder geschliffen werden, entstaubt werden und dann kann man Lederfresh drauf machen. Aber das zeigen wir jetzt einmal. Ja, trocken geföhnt, fässt man eben ganz drüber. Farbe neutral ist auch ein bisschen klebrig, das ist völlig normal, aber trotzdem ist es trocken. Und ist jetzt einmal gefüllt. Einmal füllen wird hier nicht reichen, wir werden es noch ein zweites Mal machen müssen, aber man macht jetzt einen Zwischenschliff. Also nochmal alles abschleifen. Ja, abgeschliffen, nach dem Abschleifen das gleiche nochmal Lederreinigungsbenzin entstauben, entfetten und dann werden wir nochmal Farbe neutral auftragen. Und ja, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich, aber so zweimal muss man eigentlich immer und manchmal 4, 5 Mal, vielleicht sogar 6 Mal, ganz unterschiedlich muss man Farbe neutral auftragen. Aber ich sag mal so zweimal an für sich Minimum, dass man auftragen muss. Ich nehme den neuen Schwamm, Farbe neutral und fülle nochmal Farbe neutral auf. So, Farbe neutral aufgetragen, trocken füllen. Vielleicht noch eine Frage, die aufkommen könnte, wenn man das hier macht, wenn man jetzt beim Bearbeiten mit Farbe neutral feststellt, dass vielleicht die eine oder andere Stelle doch tiefer ist und das ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt, das zu füllen mit Farbe neutral. Man kann auch Flüssigleder benutzen, also auch jetzt zu diesem Zeitpunkt hier, wenn es jetzt trocken geföhnt ist und man hat vielleicht hier einen Riss oder da einen Riss, der etwas tiefer ist und man sagt, ach hier mit Flüssigleder würde ich eigentlich besser vorwärts kommen, würde besser klappen, dann ist das gar kein Problem. Dann kann man diese Stellen, die dann tiefer sind, wo Flüssigleder vielleicht doch Sinn macht, dann auf jeden Fall mit Flüssigleder auffüllen und lässt das eben trocknen, schleift das dann mit über, eventuell braucht man den GLD-Stift, um Flüssigleder auszuschleifen und würde das dann ganz normal behandeln, wie man eben eine Flüssiglederreparatur auch machen würde. Wichtig war mir an der Stelle mitzuteilen, dass man Flüssigleder auf eine Farbe neutral aufgefüllte Oberfläche problemlos drauf machen kann. Das ist sowieso eine Geschichte, die bei unseren Produkten fast ausnahmslos stimmt. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber man kann fast alle Produkte miteinander mischen. Also Farbe mit Topcoat, mit Grundierung, mit Fresh, mit Farbe, mit Topcoat und also hintereinander wegarbeiten, gegebenenfalls auch miteinander mischen. In Flüssigleder neutral kann man Farbe reinmachen, man kann in Leather und Plastic Paste Farbe reinmachen und. Also die meisten Sachen sind miteinander mischbar. Lederkleber kann man auch Farbe mit reinmachen als Beispiel, also in den wasserlöslichen zumindest, in den lösemittelhaltigen nicht und. Aber hier Farbe neutral und Flüssigleder neutral oder dann eben Farbe rein. Das wäre kein Problem. Und wenn man dann hier einen tieferen Riss hat, wie ich den hier vielleicht habe, ist nicht unbedingt notwendig, kann man das da reinmachen. Und
Dann mit dem Finger mache ich es ganz gerne. Aber man kann natürlich auch einen Spachtel benutzen. Und ihr hört es schon knistern. Borim hilft mir, danke. Kann man hier einmal in so einen tieferen Riss Flüssigleder reinmachen und hier eben auch. Wenn man die ganze Fläche macht, dann wird das wie Kunststoff, also dann wird das wie Plastik. Wenn man jetzt hier die ganze Fläche, diese Haarrisse damit machen würde, das würde nicht schön werden. Da muss man dann tatsächlich, wie gesagt, mit Farbe neutral arbeiten. Aber wenn man so tiefere Risse dann doch dazwischen hat, kann man die da reinmachen. Das ist hier so auf der Schwelle, also kann man machen, muss man nicht. Ich mache es jetzt, um es einmal halt auch zu zeigen. Und ja, lassen wir trocknen. Und wenn es trocken ist, schleifen wir es nochmal ab. Dann ist es glatt. Und dann trägt man ganz normal Leder Fresh auf, was wir gleich noch machen. So, Stunde später ist auch das Flüssigleder trocken. Das muss man eben trocknen lassen. Und dann alles nochmal abschleifen. Wenn man Flüssigleder, wenn man jetzt zu viel drauf gemacht hat, dann bräuchte man GLD. Das habe ich ganz gut so hinbekommen. Deshalb ist da in dem Fall GLD nicht notwendig. Jetzt sind auch die kleinen Haarrisse alles schön gefüllt. Das sieht super aus. Der Glanzgrad, da muss man sich keine Sorgen machen. Das wird nachher durch das Leder Fresh reguliert. Also jetzt glänzt das natürlich deutlich mehr, als man das eigentlich möchte von Leder. Das sieht ein bisschen unnatürlich aus, aber das ist eben die Farbe neutral. Die ist komplett auch ohne Mattierung, ganz bewusst ohne Mattierung, weil Mattierung würde auch wieder die Flexibilität, die Haftung, die Haptik beeinflussen. Und wir wollen ja die kleinen Haarrisse möglichst schön gefüllt wissen, mit einer tollen Haptik, mit einer super Haftung. Und deshalb halten wir uns da zurück. Genau, so alles glatt. Bevor wir Leder Fresh drauf machen, Lederreinigungsbenzin, entstauben, entfetten und nicht umschmeißen. Wäre nicht das erste Mal, dass ich das mache, aber muss ja trotzdem nicht sein. Und hier wird es jetzt auch so sein, ein Fresh-Auftrag wird nicht reichen. Wir werden 2 drauf machen müssen, Zwischenschliff, vielleicht auch 3 Schichten. Schauen wir mal. Rot ist eh nicht so ganz dankbar, wenn es um Deckkraft geht. Schwarz ist da deutlich einfacher. Leder Fresh in dem Farbton, gut schütteln. Und dann auf den Schwamm drauf. Und dann wischen wir ja immer erstmal, um das zu verteilen. Und damit es keine Streifen gibt, hoppala, tupfen wir hinterher. Und da brauchen wir ein bisschen mehr. Man muss nicht flächig auftragen, aber in dem Fall bietet sich das wahrscheinlich an, weil ich habe ja auch hier drüben gearbeitet. Haftung ist jetzt eh optimal, also Farbe neutral und Leder Fresh, die mögen sich wirklich gerne und verbinden sich hervorragend. Oh, der Boden ist wieder weiter unten als normal. Ja. Fresh kann man wieder trocken föhnen. Muss man aber nicht, kann man auch trocknen lassen.
Aber ich finde es immer ganz schön, dass man es eigentlich trocken föhnen kann. Und dann schleifen wir nochmal, machen noch eine Schicht drauf, föhnen die auch trocken. Und dann machen wir morgen in dem Fall Lederprotektor drauf als Pflege. Und dann ist es fertig, kann man es wieder benutzen. Sieht wieder gut aus. Und fühlt sich auch gut an. Mal wieder Lederreinigungsbenzin. Habe nochmal den Staub runtergeholt. Den Fett von meinen Fingern eventuell. Natürlich kann man noch mit Handschuhen arbeiten, dann hat man das Handfettproblem nicht. Und vor allem hat man keine roten Finger. Aber ich arbeite ganz gerne ohne Handschuhe und mache die dann mit Lederreiniger stark und einer Bürste sauber. Das funktioniert sehr gut. Wie gesagt, Tupfen nicht vergessen, damit man die Streifen nicht hat. Und manchmal lässt sich das mit Streifen ganz gut drauf machen, aber man sieht es dann doch, wenn man dann später das dann trocken geföhnt hat, dass man dann Streifen da hat. Die muss man dann wieder rausschleifen und das soll jetzt hier der finale Farbauftrag sein. Den wollen wir dann doch möglichst gleichmäßig haben. Ja, sieht gut aus. Trockenföhn. Ja, vorher, nachher ist, glaube ich, gut zu sehen. Lederprotektor am nächsten Tag auftragen und man hat wieder ein schönes restauriertes Lederstück. Danke.